Ich heiße Nico und wohne in einem kleinen Mehrfamilienhaus in der Stadt. Meine Wohnung ist im zweiten Stock. Neben mir wohnt seit vielen Jahren Frau Schneider, eine ältere, freundliche Dame. Aber vor 3 Monaten zog auf der anderen Seite ein neuer Nachbar ein. Ich weiß nicht viel über ihn. Er heißt Herr Weber. Das ist alles, was ich weiß. Herr Weber ist sehr ruhig. Er spricht fast nie mit uns. Wenn ich ihn im Treppenhaus sehe, sagt er nur Hallo und geht schnell weiter. Er trägt immer dunkle Kleidung und einen Hut. Manchmal sieht er müde aus, aber manchmal sieht er auch traurig aus. Am Anfang dachte ich, vielleicht ist er einfach schüchtern, aber nach ein paar Wochen wurde es seltsam. Herr Weber verlässt seine Wohnung fast nie. Ich sehe ihn nur einmal pro Woche, meistens abends. Er geht dann schnell zum Supermarkt und kommt mit einer kleinen Tüte zurück. Meine Nachbarin, Frau Schneider, findet das auch komisch. Eines Tages sagte sie zu mir, dieser Herr Weber ist mir nicht geheuer. Er wohnt jetzt 3 Monate hier und ich habe noch nie Besuch bei ihm gesehen. Keine Familie, keine Freunde, niemand. Ich sagte, vielleicht ist er einfach allein. Frau Schneider schüttelte den Kopf. Allein ist okay, aber so still, das ist nicht normal. Dann, vor etwa 2 Wochen, hörte ich zum ersten Mal die Geräusche. Es war nachts, vielleicht um 11 Uhr. Ich lag im Bett und wollte schlafen. Plötzlich hörte ich ein Klopfen. Es kam von der Wohnung von Herrn Weber. Nicht laut, aber regelmäßig. Klopf, klopf, klopf. Dann Stille, dann wieder Klopf, klopf, klopf. Ich dachte, vielleicht repariert er etwas, aber am nächsten Abend war es wieder da und am Abend danach auch. Immer nachts, immer dasselbe Klopfen. Ich konnte nicht mehr gut schlafen. Meine Katze, die Mila heißt, wurde auch unruhig. Sie lief immer zur Wand und legte die Ohren an. Ich sprach mit Frau Schneider. Sie sagte, ich höre auch etwas, aber nicht nur Klopfen. Manchmal höre ich leise Musik, sehr leise, aber ich kann nicht erkennen, welche Musik. Das machte mich neugierig, aber auch ein bisschen ängstlich. Wer macht so etwas nachts und warum? Letzte Woche traf ich Herrn Weber im Treppenhaus. Diesmal blieb ich stehen. Ich sagte, »Guten Abend, Herr Weber.« Er wollte schon an mir vorbeigehen, aber ich sprach weiter. Ich sagte, »Entschuldigung, aber ich habe eine Frage.« Er blieb stehen und sah mich an. Seine Augen waren grau und sehr ruhig. »Ja?« fragte er leise. Ich sagte, »Hören Sie, ich möchte nicht unhöflich sein, aber nachts hört man aus Ihrer Wohnung seltsame Geräusche, Klopfen und manchmal Musik. Ich kann nicht gut schlafen, meine Nachbarin auch nicht. Können Sie mir bitte sagen, was da los ist?« Herr Weber sah zu Boden. Einen Moment lang sagte er nichts. Ich dachte schon, er würde einfach gehen, aber dann seufzte er tief.
»Es tut mir leid«, sagte er leise. »Ich wollte niemanden stören. Ich weiß, dass es seltsam wirkt, aber ich kann es Ihnen erklären, wenn Sie möchten.« Ich war überrascht. »Ja, bitte«, sagte ich, »gerne.« Da lud er mich in seine Wohnung ein. Ich hatte die Wohnung von Herrn Weber noch nie gesehen. Als ich eintrat, war ich sehr überrascht. Die Wohnung war nicht dunkel oder unordentlich, wie ich dachte. Sie war hell und sauber. Aber das Seltsame war, überall standen Blumentöpfe, große und kleine, auf dem Tisch, auf dem Fensterbrett, auf dem Boden. Und in den Blumentöpfen war nichts, keine Blumen, keine Pflanzen, nur Erde. Ich fragte, was ist das? Herr Weber lächelte zum ersten Mal. »Setzen Sie sich bitte«, sagte er. Und dann erzählte er mir seine Geschichte. Er erzählte, dass er früher ein ganz normales Leben hatte. Er hatte einen Job, Freunde und eine Wohnung in einer anderen Stadt. Aber dann, vor etwa 2 Jahren, verlor er alles. Seine Firma schloss, er verlor seinen Job. Kurz danach verließ ihn seine Freundin. Er war ganz allein. Er erzählte, dass er in eine schwere Zeit fiel. Er konnte nicht mehr schlafen. Nachts lag er wach und dachte über alles nach. Die Gedanken wurden immer dunkler. Eines Tages beschloss er, etwas zu ändern, aber er wusste nicht was. Dann entdeckte er zufällig ein altes Hobby wieder: Töpfern, also das Machen von Töpfen aus Ton. Er erzählte, dass er als junger Mann gerne töpferte, aber dann hatte er keine Zeit mehr dafür. Nach dem Verlust seines Jobs kaufte er sich etwas Ton und begann wieder zu töpfern. Es half ihm. Wenn er mit den Händen arbeitete, wurden die Gedanken ruhiger. Er konnte besser schlafen. Aber er hatte kein Geld für eine eigene Töpferscheibe, also machte er die Töpfe von Hand. Das dauerte lange und es machte Geräusche. Das Klopfen, das ich hörte, war das Formen des Tons. Er klopfte sanft auf die Töpfe, um sie in Form zu bringen. »Und die Musik?« fragte ich. Er sagte, »Wenn ich arbeite, höre ich leise klassische Musik. Sie beruhigt mich. Ich drehe sie immer sehr leise, aber vielleicht hört man sie durch die dünnen Wände. Es tut mir wirklich leid, ich wusste nicht, dass man es so gut hört.« Ich sah mich in der Wohnung um. Es gab nicht viele Möbel, nur einen Tisch, einen Stuhl, ein Bett und überall diese leeren Blumentöpfe. Ich fragte, »Aber warum haben Sie keine Pflanzen in den Töpfen?« Er sah traurig aus. Er sagte, »Ich habe noch kein Geld für Pflanzen.« »Die Töpfe sind fertig, aber die Pflanzen kann ich mir nicht leisten. Ich möchte später einmal Blumen verkaufen. Das ist mein Traum. Eigentlich wollte ich einen kleinen Marktstand eröffnen, aber das ist noch weit weg.« Ich verstand ihn plötzlich besser. Er war nicht gefährlich, er war nur traurig und einsam, und er hatte einen Traum. Ich sagte, »Warum erzählen Sie das nicht den anderen Nachbarn? Vielleicht kann jemand helfen.« Er schüttelte den Kopf. »Ich schäme mich«, sagte er. »Ich habe keinen Job, kein Geld, keine Familie. Ich will nicht, dass die Leute mich anschauen und denken, der hat nichts erreicht.« Ich sagte, »Das denkt niemand. Wir wussten nur nicht, was bei Ihnen los ist. Jetzt weiß ich es und ich finde es nicht schlimm. Ich finde es sogar schön, dass Sie einen Traum haben.« An diesem Abend redeten wir noch lange. Herr Weber wurde offener. Er erzählte mir, dass er jeden Abend töpfert, weil er tagsüber keinen ruhigen Ort dafür hat. Er sagte, dass er sich manchmal sehr allein fühlt, aber das Töpfern gibt ihm Hoffnung. Bevor ich ging, fragte ich, »Darf ich Frau Schneider erzählen, was hier los ist? Sie macht sich Sorgen.« Er überlegte kurz. »Ja«, sagte er leise, »aber bitte nicht mehr Leuten, nur Frau Schneider.« Ich versprach es. Am nächsten Tag erzählte ich Frau Schneider alles. Sie hörte aufmerksam zu,
Am Ende sagte sie: »Ach, der arme Mann. Wir dachten alle, er wäre komisch oder gefährlich. Dabei ist er einfach einsam. Das ist traurig.« Frau Schneider ist eine sehr praktische Frau. Sie sagte: »Ich habe zu Hause noch viele alte Blumentöpfe mit Pflanzen. Ich kann ihm ein paar schenken. Das wäre doch schön.« Ich war begeistert. Wir gingen zusammen zu Herrn Weber. Frau Schneider klopfte an seine Tür. Er machte auf und war sehr überrascht. Frau Schneider sagte: »Herr Weber, Niko hat mir alles erzählt. Ich finde es gut, dass Sie töpfern, und ich habe eine Bitte.« Er fragte: »Eine Bitte?« »Ja«, sagte Frau Schneider, »ich habe zu Hause zu viele Pflanzen. Ich brauche Hilfe. Könnten Sie vielleicht ein paar von ihnen nehmen? Ich habe keine Zeit mehr für alle.« Herr Weber verstand sofort, dass sie ihm helfen wollte, ohne dass er sich schämen musste. Seine Augen wurden feucht. Er sagte: »Ja, gerne. Vielen Dank.« Frau Schneider brachte ihm 3 schöne Pflanzen in Töpfern. Herr Weber stellte sie sofort auf sein Fensterbrett. In den nächsten Wochen änderte sich viel. Herr Weber töpferte weiter nachts, aber das Klopfen störte mich nicht mehr, weil ich wusste, was es bedeutete. Manchmal klopfte ich absichtlich an die Wand zurück, einmal klopfte er auch zurück. Das wurde unser kleiner Gruß. Frau Schneider besuchte ihn einmal pro Woche. Sie tranken zusammen Tee und redeten. Ich besuchte ihn auch manchmal. Seine Wohnung wurde gemütlicher. Er kaufte sich mit dem wenigen Geld, das er hatte, eine kleine Pflanze für jeden neuen Topf, den er machte. Nach 2 Monaten standen auf seinem Fensterbrett viele kleine grüne Pflanzen. Es sah schön aus. Eines Tages sagte er zu mir: »Niko, ich habe mich entschieden. Ich werde versuchen, meinen Traum zu verwirklichen. Ich will einen kleinen Marktstand eröffnen. Nur am Wochenende. Nur mit ein paar Blumen.« Ich sagte: »Das ist eine großartige Idee. Ich helfe dir, wenn du willst.« Er lächelte. Das war das erste Mal, dass er richtig lächelte. 3 Monate später war es soweit. Herr Weber mietete einen kleinen Stand auf dem Wochenmarkt. Er hatte nicht viele Blumen, aber die er hatte, waren schön. Er hatte sie alle selbst in seinen Töpfen gezogen. Frau Schneider und ich halfen ihm am ersten Tag. Wir stellten die Blumen auf und schrieben kleine Preisschilder. Am Anfang kamen nicht viele Leute, aber dann blieb eine ältere Dame stehen. Sie fragte: »Sind das Ihre Blumen?« »Ja«, sagte Herr Weber stolz, »ich habe sie selbst gezogen.« Die Dame kaufte 2 kleine Töpfe. Dann kam ein junges Paar, auch sie kauften etwas. Am Ende des Tages hatte Herr Weber mehr Geld verdient, als er erwartet hatte. Er war sehr glücklich. Er sagte: »Ich kann es kaum glauben.« »Das ist erst der Anfang«, sagte Frau Schneider, »und wir sind stolz auf dich.« Heute, ein halbes Jahr später, hat Herr Weber einen kleinen, aber schönen Blumenladen. Nicht nur einen Marktstand, einen richtigen Laden mit einer Tür und einem großen Fenster. Die Leute kommen gerne zu ihm, weil er freundlich ist und gute Blumen hat. Er wohnt immer noch neben mir, aber er ist nicht mehr geheimnisvoll. Er ist mein Freund geworden. Manchmal lachen wir zusammen über die Zeit, als wir dachten, er wäre seltsam. Frau Schneider sagt immer: Am Anfang hat man manchmal Angst vor dem, was man nicht versteht. Aber wenn man fragt und zuhört, findet man oft einen Freund. Ich denke, das stimmt. Und Herr Weber? Er töpfert immer noch nachts. Aber heute weiß ich, das Klopfen ist keine Störung. Es ist das Geräusch eines Menschen, der seinen Traum lebt.